Viele Menschen werden im Job nicht müde, weil sie ihre Arbeit nicht mögen. Sie werden müde, weil etwas anderes fehlt. Das hat oft mit einem Thema zu tun, über das in Organisationen kaum gesprochen wird. Übergänge. Servus, hier ist wieder die Michi. Ich arbeite seit über 30 Jahren im selben Konzern. Viele Jahre als Lokführerin, heute als Trainerin in der Ausbildung. In dieser Zeit habe ich viel über Technik gelernt, aber noch viel mehr über Menschen. Organisationen sind heute sehr gut darin, Prozesse zu organisieren. Zeitpläne, Kennzahlen, Effizienz. Das ist wichtig. Und gleichzeitig gibt es einen Bereich, der oft weniger im Fokus steht. Die Übergänge von Menschen. Menschen wechseln Rollen. Menschen geraten in persönliche Belastungssituationen. Menschen merken, dass ihr bisheriger Weg nicht mehr passt. Und genau in solchen Momenten entscheidet sich oft, wie gut Menschen im System weitergehen können. In den letzten 2 Jahren habe ich selbst einen sehr großen Übergang erlebt. Meine Transition. Ein Prozess, der nicht nur äußerlich ist, sondern auch emotional, sozial und beruflich. In dieser Zeit habe ich erlebt, wie unterschiedlich Menschen und Strukturen mit Veränderung umgehen. Einige reagieren offen, andere sind unsicher und vieles ist einfach nicht vorgesehen. Das hat mir etwas sehr deutlich gezeigt. Organisationen sind oft hervorragend darin, Prozesse zu organisieren, aber sie sind deutlich weniger darauf ausgelegt, menschliche Übergänge bewusst zu begleiten. Als Trainerin arbeite ich mit Menschen in intensiven Phasen des Berufslebens. Ausbildung, Prüfungen, neue Rollen. Und ich habe etwas bemerkt. Die wichtigsten Gespräche entstehen selten in offiziellen Meetings. Sie entstehen oft zwischen Tür und Angel. Ein kurzer Moment, ein Satz wie: Haben Sie kurz Zeit? In solchen Momenten geht es selten um Fachwissen. Es geht um Zweifel, um Druck, um Orientierung oder um die Frage: Passe ich eigentlich noch in dieses System? Vor einiger Zeit kam eine junge Auszubildende nach dem Unterricht zu mir. Sie wartete, bis alle anderen gegangen waren. Dann sagte sie einen Satz, der für sie sehr schwer war. Ich glaube, ich bin so wie Sie. Sie meinte damit, dass sie trans ist. Sie hatte große Unsicherheit im Hinblick auf ihre berufliche Zukunft. In diesem Moment ging es nicht mehr um Ausbildung oder Technik. Es ging darum, einen Menschen in einem Übergang nicht allein zu lassen. Und es gibt noch einen Aspekt, der dabei aus meiner Sicht wichtig ist. Menschen nehmen Systeme unterschiedlich wahr. Einige erkennen Muster und Zusammenhänge sehr früh. Sie sprechen Dinge an, die für andere noch nicht sichtbar sind. Gerade Menschen mit einer stark analytischen oder neurodivergenten Wahrnehmung bringen solche Perspektiven häufiger ein. Das kann für Organisationen sehr wertvoll sein. Gleichzeitig wird solche Rückmeldung nicht immer sofort
als Unterstützung verstanden. Manchmal entsteht Unsicherheit, wie damit umzugehen ist. Dann passiert etwas, das langfristig relevant sein kann. Menschen ziehen sich zurück, sie äußern sich weniger oder sie passen sich stärker an. Und damit gehen Perspektiven verloren, die eigentlich hilfreich sein könnten, um Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Nach vielen Jahren im System glaube ich heute, Organisationen brauchen nicht nur gut funktionierende Prozesse, sie brauchen auch Räume, in denen Menschen in Übergängen gesehen und begleitet werden können. Und Menschen, die solche Situationen wahrnehmen, einordnen und ruhig begleiten. Nicht aus Kontrolle, sondern als Unterstützung. In den letzten Jahren habe ich viel über mich selbst gelernt. Über Identität, Veränderung und über Systeme. Vielleicht hängt meine Perspektive auch damit zusammen, dass ich selbst neurodivergent bin. Heute beschäftigt mich vor allem eine Frage. Wie können Organisationen Rahmenbedingungen schaffen, in denen Menschen Übergänge nicht allein durchstehen müssen? Denn genau dort entscheidet sich oft, ob Menschen ihre Arbeit mit Energie machen oder langsam müde werden. Und manchmal beginnt Veränderung in einem einzigen Gespräch.